Und damit herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Ja, ich weiß, ihr seht mein Gesicht, meine Maske fehlt. Lassen wir das und gehen direkt rein. Pico hat mich und einige andere Creator zu einem Event nach Berlin eingeladen und ich möchte euch meinen Erfahrungsbericht hier weitergeben. Als allererstes möchte ich mich offiziell bei Pico bedanken, die mich zu diesem Event eingeladen haben, die Fahrtkosten übernommen haben und die Hotelkosten übernommen haben. Abgesehen davon gibt es aber keine Übereinkünfte mit Pico über diesen Inhalt dieses Videos hier. Anlass des Events waren ein paar Dinge. Einerseits wollte Pico uns ein paar neue Zubehörsachen vorstellen, die Zukunft von Pico im Allgemeinen erläutern, uns das Experion, also die Station dort von Pico zeigen, was das Ganze ist, erkläre ich euch gleich nochmal im Detail. Und dann hatten wir einen Talk mit dem Lead Developer von Breachers. Da haben wir auch eine gemeinsame Zock-Session gehabt mit dem Developer, den Mitarbeitern von Pico und den anderen Creatoren in einem großen Raum. Das war auf jeden Fall eine ziemlich coole Experience. Und ja, gehen wir mal Schritt für Schritt das Ganze durch. Repräsentativ für Pico waren der Lukas da, ein deutschsprachiger, der uns ja quasi das Ganze organisiert hat. Das fand ich ziemlich cool, ein cooler Typ auf jeden Fall. Dann waren da David, Adrian und Eileen, chinesischsprachige Mitarbeiter von Pico, die das Ganze mitbegleitet haben. Unter den Creatoren waren große Karäter dabei in der deutschen VR-Bubble. Auf jeden Fall der MRTV war dabei, der Voodoo.de war dabei, der MoFun VR war dabei, New VR Tech, Tupac VR, dann der ModMad Gaming, den ich neu kennenlernen durfte, keine Ahnung von ihm gehabt und super cooler Typ, 25.000 Abonnenten. Richtig lustige Videos kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, vom Beta-Forum, also ich bin ja Beta-Nutzer gewesen von Pico und konnte da neue Features kennenlernen und davon wurden auch 3 Leute eingeladen, also mich eingeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eher ein Beta-Mensch war oder Creator, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war noch der Tobi dabei, mit dem ich lange schon im Kontakt bin, was Pico-Headsets sind. Total cooler Typ, auf jeden Fall sehr technikaffin. Und der Yannick, den ich jetzt noch nicht groß kannte, aber war ein sympathischer Kerl. Ja, das war die Truppe. Gar nicht so viele Leute und unter anderem ich. Und das ist was ganz Besonderes für mich, auf jeden Fall. Kommen wir zu den Events und ich will da so ein bisschen chronologisch vorgehen, wie das Ganze so war. Als allererstes waren wir beim Experion in Saturn. Die Sparte Experion von Saturn ist so eine Art Gaming Area, wo man einfach kostenlos Sachen testen kann. Unter anderem Konsolen, PCs, ja, Gaming-Chairs und so ein Kram. Und Pico hat da eben jetzt auch einen eigenen Stand, wo ihr Pico-Headsets einfach mal ausprobieren könnt. Finde ich besonders wichtig, wenn ihr noch nie VR gespielt habt oder so, solltet ihr das auf jeden Fall nutzen. Es gibt 2 Standorte bisher nur in Köln und in Berlin. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr ja, noch nie VR gezockt habt und das einmal ausprobieren wollt. Dort haben wir uns erstmal getroffen, alle kennengelernt. Da war ich erstmal verdutzt, diese ganzen Creator da kennenzulernen. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Und dort konnten wir 2 Dinge ausprobieren. Einmal die Motion Tracker hier von Pico. Ich habe die als einer der wenigen in Deutschland, EU, whatever, in der Hand, weil ich ja durch das Beta-Programm die schon länger bei mir hatte, aber ich habe die noch nie benutzt. Jetzt war das erste Mal, dass ich tatsächlich Spiele dafür ausprobieren konnte und wenn es dieses Spiel gibt, kann ich es auch direkt dann nutzen, weil diese Dinger funktionieren an sich. Gezockt haben wir das Spiel Cypher, das ist so eine Art Beat Saber-Verschnitt, aber eben mit Kombination dieser Motion Tracker, die man an die Knie schnallt und dann werden auch eben die Beine getrackt. Das hat auch super funktioniert und Spaß gemacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Keine Ahnung, wie viel die Dinger kosten werden, aber ich gehe so davon aus, so von dem Hörensagen, was ich so mitbekommen habe, wird das so um die 50 € sein für 2 Tracker. Ich hoffe natürlich auf mehr Support für Spiele. Zum Beispiel kann ich mir supergeil Les Mills Buddy Combat vorstellen, ein Sportspiel, wo die Beine auch noch mit eingebaut werden. Das auf jeden Fall wäre eine coole Sache. Was Pico nicht dabei hatte, was ich aber dabei hatte als Beta-Channel-User, ist das neue Face Gasket von Pico. Das wurde zwar vorgestellt, aber die Leute von Pico hatten das selber nicht dabei, ich aber schon. Deswegen kann ich euch das hier exklusiv einmal vorstellen. Das ist ein ja, offizielles Pico Face Gasket, was offiziell als Sportinterface verkauft wird, mit einem PU-Lederüberzug, aber ja, es ist schwer zu sagen. Also es ist nicht einfach, ihr seht die Unterschiede vielleicht.
Das ist ganz anders perforiert. Das ist einfach kein günstiges, billiges Kunstleder. Die Oberfläche hier insgesamt ist viel größer als bei den anderen VR-Headsets. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das um Längen bequemer als die anderen Bereiche. Und das, was ich gehört habe von den anderen Creatoren, die dabei waren, die fanden das auch so. Also das ist auf jeden Fall ein bequemeres Headset. Wer meine Videos geguckt hat, dem ist es vielleicht schon aufgefallen, dass ich das hier schon länger nutze und ich favorisiere das auf jeden Fall vor dem AMVR-Cover tatsächlich. Das ist super, aber ich finde das nochmal ein bisschen besser. Dann lustigerweise, ja, war mein Headset und das von Mofan VR so, dass die Vorzeige-Headsets, weil die komplett modifiziert sind. Ihr kennt ja mein Headset mittlerweile, komplett modifiziert hier mit allen möglichen Zubehörteilen und ja, das wurde dann hin und her gereicht. Unter anderem auch dieser V-Rifle Gunstock hier, den hatte ich natürlich mit dabei. Also wenn schon Breachers gespielt wird, dann muss ich natürlich zeigen, was Phase ist. Und ja, der Lars von V-Rifle hat mir auch ein neues Exemplar geschickt für die Pico. Das hat sich so ein bisschen, ja, hat es einfach ein bisschen nachbearbeitet, ist jetzt nochmal feiner verarbeitet und die Controller halten so ein bisschen besser da drin. Und ja, das hatte ich vorgestellt und die Chinesen waren ganz begeistert von dem Zubehör. Also Shoutout an Lars. Und dann sind wir eben weitergezogen, weg von Experience zu einer neuen Location, wo wir dann eine Präsentation sowohl von Pico als auch von einem Lead-Developer von Breachers bekommen haben. Bei der Präsentation von Pico waren ein paar Sachen Thema. Einerseits der Fokus auf Medien außerhalb von Spielen. Pico hat jetzt mittlerweile viel Zeug gemacht, in Sachen nicht Musicals, aber Konzerte, das Calvin Harris-Konzert zum Beispiel oder Stand-up-Shows, die kann man sich live anschauen. Habe ich jetzt noch keine großen Erfahrungen mitgemacht. Dann soll es Sports geben. Das FIFA World Cup in Japan und China soll wohl auch komplett in VR zu sehen sein. Wen das interessiert, da wird Pico auf jeden Fall nochmal mehr machen. Und dann eben, dass Pico in Deutschland mehr auftreten möchte, zum Beispiel durch die Gamescom, wo sie letztes Jahr schon da waren, dieses Jahr wahrscheinlich da sein werden. Und ja, diesen Pico-Talk in Berlin, beziehungsweise allgemein Experion zu sehen sind in Berlin, dass man die Sachen da ausprobieren kann, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann wurden Funktionen vorgestellt, die zukünftig kommen werden. Einerseits gibt es das Mixed Reality Capture, das kennen wir von der Quest schon oder von Liv, also dieser PC-Software, wo wir ja mit einem guten Greenscreen, soll auch ohne gehen, aber ich habe es schon getestet, es ist nicht so optimal ohne Greenscreen. Dann gibt es noch eine Art, ja, das AR Path-Through soll nochmal besser werden. Es gibt da schon eine Funktion, die ich testen konnte, wo man den Raum absteckt, also wo quasi der Guardian nochmal erweitert wird. Nicht einfach nur, dass wir den haben, sondern dass wir auch einzelne Möbelstücke mit inkludieren können, um neue Funktionen zu nutzen. Da soll dann, ja, man soll dann auf seine Wand einen Fernseher projizieren lassen können oder irgendwelche anderen interaktiven Sachen. Da haben die uns ein kleines Beispiel gezeigt. Muss ich natürlich erst noch zeigen, wie das Ganze wirkt und aussieht. An sich, glaube ich, könnte das gut funktionieren, da der Pass-Through meiner Meinung nach richtig gut ist bei der Pico in Farbe und einfach sehr angenehm anzuschauen. Dann wurden ein paar Funktionen erklärt von der Pico, die noch kommen werden. Einerseits wird das Pico Forum gelauncht, das konnte ich auch kurz testen. Also wer keinen Bock auf Discord hat und ein klassisches Forum braucht, ein paar Tipps und Tricks sucht oder Hilfestellungen, dann gibt es ein offizielles Forum. Dann hat Pico vor, ein extra Discord fürs Gaming allein aufzubauen. Also es gibt ja schon ein internationales Pico Discord, der sehr technikaffin sich entwickelt hat, weil teilweise vom Beta-Forum aus entstanden, sehr techniklastig und Pico möchte ein extra Gaming-Discord eröffnen, wo es hauptsächlich darum geht, sich zu treffen, zum Zocken. Einerseits mit mehreren Sprachen, also wenn ihr deutschsprachig seid, dann könnt ihr da rein in einem extra Bereich ja, eine Lobby eröffnen und dann euch mit anderen Leuten zusammen zum Zocken treffen. Das ist zumindest deren Version. Mal gucken, wie das Ganze dann funktioniert. Dann werden ein paar Sachen ausgebessert. Im Juni-Bereich rum wird es Developer Commons geben. Also noch gibt es im Shop von Pico keine Funktion für Developer, Stellung zu nehmen zu gewissen Bereichen, zum Beispiel Updates zu benennen und so weiter. Das soll auf jeden Fall nachgebessert werden.
Dann soll es ein Review-Update geben, also das ganze Review-Thematik soll verbessert werden. Teilweise, wenn ein Spiel zum Release irgendwie 'n Bug hatte und da sind Ein-Sterne-Reviews, dann sind die teilweise noch ganz oben und, obwohl die Sachen schon längst gepatcht wurden, da soll das noch mal 'n bisschen anders kuratiert werden. Dann soll es noch einen neuen Fokus auf 360-Grad-Videos geben. Das wird eine spannende Sache für mich als Creator sein. Ich habe das so verstanden, dass die vorhaben, für den Shop 360 Grad nicht einfach Videos, wie man es kennt, sondern so eine Art VR-Anwendung ja, einzubauen in die Shops, also in die einzelnen Spiele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video mache mit Pico über ein gewisses Spiel, dann kann ich das quasi 360 Grad mäßig aufnehmen und dann wird das in die Shop-Seite integriert, also nicht von jedem, das wäre dann kuratiert. Dann mein Video zum Beispiel zum Spiel XY, dann könnt ihr aus meiner Sicht der Dinge das Spiel erfahren. Mal gucken, wie das Ganze funktionieren wird. Wäre natürlich cool, wenn man nicht einfach nur einen 2D-Trailer sieht, sondern irgendwie was in VR 3D-mäßig dann machen kann. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann arbeitet Pico an einem Webstore. Das ist auf jeden Fall wichtig. Bis jetzt kann man nur per App und aus der Brille heraus Sachen erwerben. Wenn ich euch hier ein Spiel vorstelle auf meinem Kanal, dann kann ich euch das gar nicht verlinken. Das ist ein dickes Problem. Das soll auf jeden Fall ausgebessert werden. Da soll es auf jeden Fall einen Webstore geben, so in Q3 dieses Jahr. Hat jetzt leider nicht die größte Priorität bei Pico, aber die arbeiten auf jeden Fall an vielen Dingen. Ja, und dann wird es weitergehen mit der Gamescom wohl. Da wird wohl Pico auch vorhanden sein und mal gucken, ob ich dann auch da sein werde. Letztes Jahr wurde ich auch eingeladen, konnte leider nicht. Mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht. Dann direkt im Anschluss hat uns Peter, der Lead Developer von Triangle Factory, uns ein paar Insights über das Spiel Breachers gegeben. Das war super spannend für mich, nochmal mit einem Entwickler zu reden. Wie ist diese ganze Entwicklung von einem Standalone-Titel? Wie ist der Vergleich zu PC VR? Wo liegt deren Fokus? Zum Beispiel war ein super krasser Insight, dass also natürlich die Hauptverkaufszahlen liegen im Standalone-Bereich. Also wer noch sein Pferd auf PC VR setzt, der hat verloren. Die meisten Entwickler wollen für PC VR entwickeln, weil sie da einfach mehr Ressourcen und Raum haben. Aber es ist total verständlich, dass die meisten Entwickler jetzt auf Standalone gehen, weil da einfach viel mehr Ressourcen da liegen. Viel mehr Leute kaufen sich diese Headsets, kaufen sich die Spiele und das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung sein. Aber wir haben auch gehört, der Entwickler, der setzt auf mehr Power. Also wenn er Standalone sieht, möchte er in den nächsten Geräten mehr Power einfach haben. Aber das fand ich ganz cool, sehr sympathisch und sehr ehrlich mit uns gesprochen. Konnte natürlich nicht alles sagen, aber die konnten schon sagen, die gehen an die Grenzen des Pico-Headsets und würde ich auch bestätigen. Das Spiel sieht super aus und es gibt wenige Beispiele, die so gut an die Grenzen gehen von dem Headset und das Spiel ist eins davon. Dann hat er uns ein bisschen erzählt, was an Updates kommen wird. Es soll ja, das Kompetitive soll weiter in den Vordergrund gehen. Das ist natürlich ein kompetitives Spiel, aber es soll Rankings geben, Behaptic Support. Man soll einen Queue mit Freunden eingehen können. Also ihr könnt dann mit zwei Leuten in eine Lobby und dann werdet ihr dann ja mit anderen spielen können. Bis jetzt ist es, glaube ich, nur mit Bots auffüllbar. Es soll Achievements geben, neue Gun-Animationen und neuer Game Mode. Da konnte er noch nicht so viel zu sagen. Aber bis jetzt ist es ja so, dass Game Maps mit den Modes verknüpft sind. Da wollen die auf jeden Fall mehr Beispiele schaffen, dass es zum Beispiel Team Deathmatch gibt oder vielleicht sogar Deathmatch. Und ja, da soll einfach mehr Content kommen. Ja, dann gab es im Anschluss die große Breacher-Session mit den anderen mit dem Entwickler, mit Pico-Mitarbeitern und mit den anderen Creatoren. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich versuche mal ein paar Highlights zusammenzuschneiden, wie das Ganze war. Ich habe versucht, das Ganze mitzufilmen und ja, hatte super viel Spaß und das Spiel macht richtig viel Laune. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und so viele Leute in einem Raum äh, zu haben, die gleichzeitig an einem Pico-Headset spielen, übrigens nur mit Datenvolumen. Also wir hatten kein WLAN in dem Gebäude, nur mit Datenvolumen und es hat erstaunlich gut funktioniert, mit 10 Leuten gleichzeitig Breaches zu spielen mit 10 weiteren Pico-Headsets. Das war wirklich cool. Also ich sehe da sehr viel Potenzial auch ja, in einem Location-Based Kram, wo man einfach mal
mit Leuten zusammen spielt. Also auch mit moderneren Headsets und so. Coole Sache auf jeden Fall. Hier ist einer am Telefonieren. Ahmed, du bist am Telefonieren. Was bei ihr? Ja, dein Avatar zumindest. Achso, ja, ich hab das so nicht mehr. Kurz in den Fastnachmodus und die Kamera. Ja. Okay. Was nehmen wir? Skyscraper. Let's go. So, jetzt wird's ernst. So, wen habe ich denn hier? Mo ist bei uns, Tupac und Mbiko, Sebastian. Hi Sebastian. Wir können uns gar nicht groß besprechen, ne? Alle hören das, ja? Das ist natürlich... Also ich habe die Entschärfungsbombe. Du siehst ja gar nicht, wer ich bin, ne? Oh. Shit. Oh. Ich will das scheiß Magazin nicht rein. Oh nein. Geil. Warum mal? Yes. Ich hab den Mo umgeheult. Hallo. Verboten. Wir können auch mal coolen Quatsch machen und breachern irgendwie, ne? Ich habe vergessen, wie man breachert. Komm mal zum Fenster, sagt er. Komm mal zum Spielplatz. Nein! Nein, verdammt! Wo seid ihr denn? Yes! Also das. Weil wenn man tot ist, dann darf nichts mehr sein. Das kann ja nicht passieren. Aber zwei jetzt natürlich Ha! Sehr gut. Oh. Da ist der Mod mit down gegangen. Verdammt. Wer ist Nuko? Ah, okay. Bin gestorben, ja. 2 gegen 2. Also Yannick kann's. Der hat's verstanden, das Spiel. Jetzt verlierst du noch die Waffe. Wir können wieder kaufen. Dann müssen wir gewinnen. Man kann übrigens die Sachen von den Teammates einfach looten. Die habe ich jetzt auch mitgenommen anscheinend. Aber wenn die Runde vorbei ist, dann geht's. Da ist jemand hinten links. Nee, der lebt noch. Oh, was ist das? So, Markus tot.
Ah, shit, da ist Voodoo, direkt um die Ecke. Fuck, das sind 2, 3. Legt doch mal alle. Ihr seid ja schon in Clans, was ist das denn? Das ist just the curtain, so Oh, das gibt's doch nicht. Wie geht das nochmal? Oh, eine Granate! No, my grenade. Okay. Wir müssen die Bomben verteidigen, A und B. Komisch. Wait, wait, wait. Ich habe vergessen, dass wir nicht blau sind. Es geht ja schon los. Da ist jemand, pass auf. Hier, guck mal, bei mir sind 2 Leute auf dem Tor. Okay. Und wenn du Or maybe they change it up. Wo sind die denn? Gute Frage. Von oben. Oh, nachladen, Mo, nachladen. Hier hofft noch irgendwo einer. Habe ich keine Munition mehr? Gibt das? Pass auf, er ist immer noch am Fenster hier. Der. Fuck, ich hab Angst. Warte, ich trete ihn mal in Real Life. Wo ist die Bombe? Hier. Ah! Verdammt! Aber auch kein Geld für irgendwelche Verteidigungssachen. Scheiße. Wir sind durchs Fenster bei, wo sind wir? A? B? Ah, das gibt's doch nicht. Kronos. Durchs Fenster. Bei A. Ja, fick dich. Oh oh. Ja, aggressiv hier am Verteidigen. Einen hab ich gekriegt. Ja, das war. Einen hab ich von euch mitgenommen. Maybe Kann ich- Finger. Juhu! Wir sind scheiß Verteidiger. Einfach alle am Fenster gestanden und sie alle angefasst. Das bockt richtig, So, ne? jetzt können wir auch den Feuer schöpfen. Nein, natürlich nicht. Kein Geld. Oh, da wird schon geballert. Was ist da los? Ahmed! So schnell. Oi. Nicht so erschrecken. Was ist denn hier los? Okay, rausgehen darf man nicht als Verteidiger. Gut zu wissen. Er ist da drin. Nein! Da kommt noch einer über den Gang. Die benutzen eine Drohne, ich hab's genau gehört. Mohammed hat gar keinen Bock drauf. Ich hab mir aus Versehen die Animation hat schon gestartet, als er das gesagt hat. Leute, ist euch klar, dass dieses Spiel zu 50% mit Gehör funktioniert? Mit Gehör. Gehör? Gehören. Sonst hätten wir es nicht versuchen müssen.
Mike, Ich weiß nicht. doch. Also draußen vom Ist noch einer da? Kannst du also alle Kompletter Wipe. Was ist los? Okay, Fokus. Leider konnte ich nicht so wirklich mitschneiden, was die anderen gesagt haben, weil das, ja, wir mussten uns alle muten, so, sonst wäre das alles doppelt gewesen. Deswegen, ja, ein bisschen schade, aber ich hoffe, das war trotzdem interessant anzusehen. Nach dem Event sind wir essen gegangen mit der ganzen Bagage und ja, war total cool, mit anderen Creatoren sich auszutauschen, Bierchen zu trinken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich wieder eingeladen werde. Ich hoffe, ich konnte euch ein Gefühl dafür geben, wie das ganze Event war. Wenn ihr auf jeden Fall, kann ich ja mal ein paar Shoutouts geben, wenn ihr das Event nochmal in lustig erleben wollt, guckt euch das Video von ModMad Gaming an und wenn ihr eine sehr ausführliche Zusammenfassung von dem ganzen Event haben wollt, dann kann ich euch das Video von Tupac empfehlen. Der ist da Schritt für Schritt reingegangen, hat euch alles nochmal erzählt. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal auch ergeben, auch trotz meines Gesichts. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.